Hallo ihr Lieben, mein Name ist Susanne Körner von LCC Seminare. Ich bin CR-Masterin und bin als Beraterin zuständig für den Standort in Fürth für die neuen Gäste, falls ihr uns mal live beim Day of Change von unserem Mentor Ewald Schober besuchen möchtet. Wir machen jetzt hier gerade auf YouTube eine Interviewreihe, wo sich alle CR-Master mal persönlich vorstellen können. Denn ihr wollt ja euch euren Master auch persönlich aussuchen, wer zu euch am besten passt. Und heute habe ich die wundervolle CR-Masterin Britta Wisniewski bei mir, unter anderem auch Buchautorin. Und ich begrüße dich mal ganz herzlich. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir, liebe Susanne. Ja, mein Name ist Britta Wisniewski. Ich bin, Susanne hat es ja schon gesagt, ebenfalls CR-Masterin seit letztem Frühjahr. Und ja, auch seit über 2 Jahren bei der LCC. Ja, wie sagt sie so schön, Freund und Mentor. Ja, unser Ewald, Genau. dessen Geschichte mich seinerzeit halt eben, als er erzählte, wie er zum CR gekommen ist, ganz, ganz stark berührt hat. Und wo ich sagte, boah, das willst du auch. Also eine reine Herzentscheidung. Liebe Britta, wie bist du denn zum LCC gekommen und wie war dein Leben denn vorher? Was hast du denn vorher so gemacht, wenn du es teilen möchtest? Was habe ich vorher so gemacht? Ja, Susanne, wenn ich jetzt sage, was habe ich vorher? Ich habe vorher eigentlich die letzten 10 Jahre erfolgreich bewiesen, wie man nicht leben sollte. Okay. Ein Großteil meines Lebens war das, was viele von uns kennen. Zum einen, es war, egal was mir geschah, es waren immer die anderen schuld. Immer. Ja? Also ich war perfekt darin, die Macht abzugeben in meinem Leben. Ich war absolut in der Opferrolle und ich muss dir sagen, ich muss jedes Mal grinsen, wenn Ewald dann sagt, bist du Opfer oder Schöpfer, weil das wirkliche lebende Opfer, das war ich vor 2 Jahren. Und ich war da sogar stolz drauf. Also versteh mich bitte richtig, ich war da wirklich stolz drauf, ja, weil ich habe doch so hart gearbeitet und ich habe mich doch so abgeplagt und ich war doch immer für andere da und zack, trat das Leben mir wieder ins Kreuz und ich lag wieder auf der Nase. Und dann hat der Wolfgang Düsener, den du sicher auch kennst, denke ich mal, der hatte mich auf einer Veranstaltung getroffen, wo es damals um sein Business ging und wollte mich da so ein bisschen pushen, wollte mir also wirklich auf die Beine helfen und ich habe dann gejammert. Ich kann es nicht anders nennen. Ich habe gejammert auf hohem Niveau sozusagen? Nee, überhaupt nicht auf hohem Niveau. Also ich war fest davon überzeugt, es geht mir ja so schlecht und ich kriege ja nichts hin und ich habe 1000 Gründe dagegen gefunden. Und dann sagt der Wolfgang, aber weißt du was, Britta, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Und schickt mir per E-Mail, ich glaube sogar zum Geburtstag, ja, nee, das muss früher gewesen sein, das muss Februar gewesen sein, schickt er mir eine Einladung zum Day of Change. Ja. Und ich gucke und denke, ach, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren sie in Hennep oder, ja, ich meine Hennep oder Siegburg, weiß ich jetzt nicht. Jetzt geht es ja nach Frechen ab diesen Monat. Ach, denke ich, das ist alte Heimat, Auto hast du, mal was anderes sehen, ist ja ganz schön und kostenlos ist es auch noch. Ja. Und weißt du was, gehen kannst du immer noch. Und habe dann zu meinem damaligen Lebensgefährten gesagt, immer, du hast zwar schon alles in Sachen NLP und Persönlichkeitsentwicklung in irgendeiner Form für dich gebucht, aber magst du nicht mitkommen? Ja. Und so bin ich dann zu meinem ersten Day of Change gefahren und es dauerte keine Stunde, bis ich saß und sagte, that's it. Ja. Ewald war der erste Trainer und ich habe mich wirklich 4 Jahre auf die Suche gemacht nach dem für mich passenden Trainer und ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viele Newsletter von den Großen ich bis heute immer noch kriege und wie viele freie Inhalte ich mir runtergeladen habe und wie viele E-Books und wie viele Trainings ich gemacht habe. Ich kann es dir nicht sagen. Es hat nur nie gewirkt. Ja. Und ich wusste nie, warum. Und dann kommt Ewald daher und jedes Wort wurde von mir vom tiefsten Inneren her nicht nur bejaht, sondern auch verstanden.
Ja. Der Mann stand da vorne und ich habe zum ersten Mal verstanden, worum es geht. Ja. Ja. Und da habe ich dann da gesessen und habe gesagt, das machst du. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du damals auf mein Konto geschaut hättest, dann hättest du gesagt, bist du bescheuert? Du willst dich für ein Jahr verpflichten und weißt nicht, wie du die nächste Miete zahlen sollst. Bist du bekloppt? Und ich bin normalerweise gerade in Finanzen bin ich ein total vorsichtiger Mensch, aber in diesem Fall, es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Ich habe einfach gesagt, wenn du das Geld für dich investierst, dann kommst du aus dem Jammertal sowieso nicht raus. Und ja, heute, 2 Jahre später, ich bin finanziell sorgenfrei. Ich bin beruflich sorgenfrei. Ich bin dabei, meine Berufung, meine Life-Passion vollumfänglich zu leben. Ja. Sehr gut. Was ist die denn? Was ist denn deine Berufung, deine persönliche jetzt, außer dem CR-Master? Was ist meine persönliche Berufung? Meine persönliche Berufung ist alles, was mit Worten und Texten zu tun hat. Ich bin also Buchautorin, mehrfach veröffentlichte, schreibe im Moment auch wieder ganz viel. Ich bin Werbetexterin, ich bin Texterin für Newsletter, für Webauftritte, für Social-Media-Auftritte, für Webseiten-Content, für YouTube-Videos, also unter anderem halt eben auch SEO-Texter für Leute, die halt eben selber ein Business haben, wo sie Steady Content brauchen und ja, das machst du alleine nicht. Du bist entweder Coach oder Texter. Ja. Kann ich bestätigen? Ich weiß. Also die persönliche Werbung kommt prinzipiell, egal was du machst, zu kurz, das kenne ich und deswegen sage ich den Leuten auch immer, lagert es aus. Ja, es gibt Leute wie mich, die das wirklich at heart machen und ja, ich schreibe, seit ich schreiben kann, muss ich sagen. Ja. Sehr gut. Also Gedichte und Texte schreibe ich bewusst seit meinem 14. Lebensjahr. Wahnsinn. Ich habe 7 Jahre lang einen Verlag geleitet. 2010 bis 2017 hatte ich meinen eigenen Verlag, meinen eigenen Buchverlag mit, ich glaube, zur besten Zeit 25 Autoren mit jeweils 2 bis 3 Büchern. Ja, und ich habe dann 2017 entschieden, das machst du nicht mehr, das tust du dir nicht mehr an. War zu stressig auch von der Aufgabe her oder war das einfach so eine Lebensentscheidung für dich auch zu sagen, ich gehe komplett nochmal neue Wege? Weil viele sagen ja auch immer, ich bin zu alt dafür, neue Wege zu gehen, aber wir sehen es ja bei uns, also wir gehen ständig neue Wege und lieben es auch, anderen dann den Weg zu zeigen, beziehungsweise auf ihrem Weg zu begleiten, weil letztendlich machen wir ja nichts anderes im CR, ne? Ja, klar. Also, ja, es war eine mehrfache Entscheidung. Zum einen habe ich dir natürlich gesagt, es war eine auf jeden Fall finanzielle Entscheidung, weil ich habe das Ding glorreich vor die Wand gefahren. Sage ich dir ganz ehrlich. War 2017 auch recht hoch verschuldet. Also, ich bin da schon im hohen vierstelligen Bereich verschuldet gewesen. Und habe dann gesagt, ja, du brauchst einen Job. Und das hat mich dann, das war dann, mein Job war dann der nächste Absturz. Ja, weil ich habe dann mit meinem ganzen mangelnden Selbstbewusstsein und ohne die ganzen Kenntnisse, die ich heute habe, natürlich das erste Beste genommen. Also von Lebensaufgabe oder Berufung oder Selbstwert war ich weit entfernt. Ja, ich brauchte einen Job, ich brauchte Geld. Aus dem Mangel heraus, ne? Ja, natürlich aus dem Mangel heraus, natürlich. Und dementsprechend schlecht bezahlt habe ich dann die nächsten Jahre gearbeitet. Ich sag mal, ich habe ein Unternehmen geleitet, 24/7 zum Teil mit über 20 Mitarbeitern für den Hungerlohn. Ja. So. Ja, aber du hast den Wert wahrscheinlich durch deinen Selbstwert, durch diese Situation an sich verloren. Wie ist es denn dann weitergegangen? Du hast ja sicher auch eigene CRs an dir in Auftrag gegeben. Kannst du darüber was sagen, wie es sich bei dir vielleicht auch gedreht hat? Ja, also es sind ganz, ganz viele CRs für mich gemacht worden. Schon im Jahr 2018, kurz nach meinem Zutreffen bei der LCC. Ja. Gerade unter anderem halt eben auch, um die finanzielle Situation aus dem Mangel zu holen. Ja.
Und es ist ganz, ganz witzig. Ich sage jetzt mal, Finanzen sind für ganz viele Menschen ein dickes Problem. Ja. Die meisten Menschen, die ich kenne, kommen aus dem Mangel und die haben nichts anderes gelernt und deswegen bleiben sie im Mangel. Ja. Sie selber können sich beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, wie sich Fülle anfühlt. Was ist das? So. Und ich glaube, das ist bei einem CA, das was den finanziellen Background regelt, für den Klienten der schwerste Punkt überhaupt. Ja. Und da bin ich dankbar, dass wir damals schon und heute noch viel mehr Master in der Riege hatten und haben, die genau wissen um diese Problematik und die einen Klienten dann auch schon mal, mittlerweile mache ich es selber, aber die einen Klienten dann auch schon mal bügeln und sagen, du pass auf, vergiss es einfach dagegen zu gehen, vergiss es einfach, hör auf zu zweifeln, lass los, bleib draußen, lass los, lass uns die Sache machen. Wir brauchen dich dafür nicht. Oder die dem Klienten schon überhaupt nicht sagen, wann, wie, was, wo stattfindet, weil dann kann der Klient nicht blockieren. Weil bei mir war es noch so, ich habe es gewusst, das, was für mich gemacht wurde, ist, ich war bei einem auch dabei. Und was ich heute weiß, natürlich als Ausgebildete, was ich damals als Klient nicht wusste, ich bin voll dagegen gegangen. Ja. Voll. Ja. Und dementsprechend hatten wir bei mir eine wirklich homöopathische Erstverschlimmerung. Ja. Ich habe es also tatsächlich geschafft, durch meine Blockade das ganze Ding nochmal so zu drehen, dass es richtig eng wurde. Ja. Ja, so. Und wie habt ihr das dann damals aufgelöst? Weil die Blockaden, die führen ja oft dazu, oder die unbewussten übernommenen Konditionen, wie es Ewald ja auch immer sagt, ne? Was wir alles auflösen, wie wir konditioniert sind, die Beredung, die Verstrickung und so weiter. Durch das CR kannst du das ja mit einem Schlag teilweise mit auflösen. Ja, wenn der Klient es zulässt, sage ich immer wieder. Also ich bin tatsächlich beim Life Reframer gelandet. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Zum ersten bin ich, da hat Sabine Schober noch Transformationsaufstellungen gemacht, die Frau von Ewald. Bin ich im Mai 2018 bei der Transformationsaufstellung gewesen. Und Sabine ist ein wunderbarer Coach, der dir gnadenlos, also wer die Wahrheit nicht verträgt, sollte nicht zu Sabine gehen, sag ich immer wieder, der dir gnadenlos vor Augen hält, was Sache ist. Und Sabine hat mir seinerzeit diese Opferrolle, in der ich steckte, sowas von unübersehbar vor Augen geführt und hat zu mir gesagt, Britta, guck es dir an. Ja. Du willst es doch gar nicht anders haben. Das ist das, was du lebst. Das ist das, was du bist. Triff mal eine andere Entscheidung, bitte. Ja. Und das war dann so, also es war dann der nötige Schlag auf den Hinterkopf. Und dann bin ich halt eben zu Bezos, zum Life Reframing gegangen. Ein paar Monate später. Und Bezos hat dann also das Grundtrauma erstmal entfernt, das überhaupt mal dazu führt, ich war es mir nämlich überhaupt nicht wert, dass es mir gut geht. Das kenne ich. Ja, das kenne ich. Ne? Dieses Wertgefühl, diese unbewussten Sachen, die du teilweise von deinen Eltern übernommen hast, ne? Die erstmal aufgelöst werden dürfen. Susan, ich habe überhaupt nicht stattgefunden in meinem Leben. Wenn du dich da hingestellt hättest, ich meine, überleg mal bitte, wann haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns ja auch letztes Jahr kennengelernt. Letztes Jahr auf dem Premium-Seminar, ne? Da war von der Struktur ja auch immer noch was da, ja? Nur für andere, nur für andere, nur für andere. Und wo war Britta? Britta fand nicht statt. Genau. Ja? Und das durfte Bezos dann im Life Reframing erstmal ändern. Also insgesamt habe ich 2 Life Reframings machen lassen. Das zweite am Tag vor meiner Prüfung zum CA-Master. Okay. Ja, weil sich da also noch was zeigte, wo ich sage, Bezos sofort, sonst schaffe ich die Prüfung nicht. Ja. Ja, das war am Anfang dieses Unsicherheitsgefühl, sicher noch, was dann doch noch hier und da durchkam. Also das habe ich ja bei einigen in der Ausbildung auch erleben dürfen, ne? Dass der eine oder andere Master auch erst mit sich im Reinen sein darf. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Hinweis überhaupt, dass wir in der Masterausbildung natürlich auch erst bei uns aufräumen, bevor wir dann mit anderen Klienten, Kunden arbeiten. Ja, das
natürlich zeigt dir das Leben hier und da immer mal wieder eine Baustelle und auch das ist in Ordnung. Ja, also ich kenne jetzt keinen Coach, Master, wie auch immer, der sagt, hey, das Leben ist bei mir jeden Tag schön. Wenn du natürlich Techniken hast, wie du es für dich selbst schnell drehen kannst, wie du deinen Zustand selber bestimmen kannst, ne? Oder natürlich auch die Techniken an der Hand hast, wie du verschiedene Sachen schnell aufarbeiten kannst, ja, dann stehst du natürlich auch gerade. Ne? Und ich denke, jeder, der seine eigene Geschichte hat, der nicht irgendwas nur gelesen hat, sondern selber sich aus solchen Lebenssituationen irgendwo rausgewunden hat und sich auf den Weg und durch den Prozess begeben hat, der kann auch anderen den Weg zeigen. Natürlich individuell auf ihn zugeschnitten, ne? Weil jeder hat ja irgendwo was anderes. Ich glaube, es gibt nichts, wo man sagt, hey, das geht bei jedem. Nee, also wir sind ja keine Maschinen und wir sind ja nicht programmierbar. Und deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, du hör mal, hältst du mich für geeignet für die Ausbildung zum CR-Master? Da ist meine zweite Frage, besitzt du Empathie und Einfühlungsvermögen? Weil das ist das, wo ich denke, Instinkt, Empathie, Einfühlungsvermögen und eine gewisse Menge Lebenserfahrung. Ja. Muss jemand definitiv mitbringen, wenn er diese Ausbildung gehen will. Definitiv. Weil allein das Auffinden der passenden Option für eine zum Teil ja bis dato fast völlig fremde Person hat zum Teil auch schon mal therapeutischen Charakter. Weil selbst als CR-Master müssen wir den Finger in die Wunde legen, wenn wir das Gefühl haben, unser Gegenüber versucht uns was zu verbergen oder versucht was zu verheimlichen, was wir aber brauchen, um wirklich die passende Option zu stellen. Und ich meine, das sind so Punkte, ich muss schon spüren, vertraut mir der Klient. Ja. Ja. Deswegen finde ich jetzt auch diese Videoreihe so wertvoll, dass wir uns also auch vorstellen können, dass die Leute uns auch mal sehen, mal sprechen hören. Ja, und ich weiß beispielsweise, ich gehöre ja zu denen, die ja nur so überhaupt kein Plüsch sind. Ja, ich bin ja ein bisschen herber, ein bisschen härter unterwegs und im Klientengespräch zwischenzeitlich auch mal sehr deutlich. Und ich sage auch allen meinen Klienten, wenn ich im Erstgespräch bin, wenn ihr das Gefühl habt, über Stimme und Gefühl mit mir nicht arbeiten zu können, dann sagt es mir bitte jetzt, weil dann bringt es nichts. Dann gebe ich euch lieber an einen anderen Master ab, dann braucht ihr vom Charakter her einen anderen Menschen. Wenn ihr euch bei mir nicht wohlfühlt, dann bringt es nichts. Da wird kein Band geschlossen, da kommt keine Verbindung und dann hat es keinen Sinn. Aber ich meine, bislang sind alle noch mit mir klargekommen, also von daher, ja, aber das sind Sachen, auf die ich sehr viel Wert lege beispielsweise. Definitiv, definitiv. Ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, ne? Dass sich der Klient mit dir auch ein Stück weit verbunden fühlt, ja, dass er sich vielleicht mit deiner Geschichte auch identifizieren kann. Deswegen machen wir das ja hier auch, dass jeder Kunde, der jetzt auch vom CR noch nichts weiß oder uns Coaches uns persönlich nicht kennt, wie auch immer sich ein Bild machen kann, weil ich glaube, das zieht dann auch an, ja, das ist das, was, ne, den einen magst du, den anderen eben nicht und es darf vollkommen in Ordnung sein, der eine mag rot, der andere grün, der andere blau, das ist vollkommen in Ordnung, aber die Chemie darf stimmen, ja, dann sind wir auch erfolgreich als Master und ich glaube, das ist das Wichtigste, also ich nehme mir das Recht persönlich als Coach auch raus, zu sagen, du, pass mal auf, die Chemie stimmt hier nicht, ja, also ich empfehle dir jetzt auch mal einen anderen Weg. Ne? Das ist fair. Ne? Ja, es ist vor allen Dingen ehrlich. Ich meine, wir wollen den Leuten doch weiterhelfen. Und weiterhelfen können wir den Leuten nur, wenn zum einen wir verstanden werden mit dem, was wir sagen. Ja. Und zum zweiten die Klienten sich auch verstanden fühlen. Ja. Wenn jemand vor mir sitzt, der mir dreimal im Versuch, eine Option zu erarbeiten, mit ihm sagt, Britta, du verstehst mich nicht, dann ist da schon ein Punkt erreicht, wo ich sage, an dem liegt es. Ja? Liegt es jetzt an der mangelnden Empathie von mir? Ja. Oder liegt es an einer Undeutlichkeit vom Klienten? Wo liegt es? Und wenn ich das nicht ausgeräumt auch, ja. Na? Wenn ich das nicht ausgeräumt kriege, brauche ich für den nicht arbeiten. Das geht schief. Ja.
Vor Ja, allen also Dingen, volles Vertrauen ist schon echt wichtig, sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Sinne. Meine liebe Britta, du hast ja jetzt erzählt, wie du CR-Masterin geworden bist, wie deine CRs gewirkt haben. Magst du denn vielleicht ein kleines Beispiel bringen von einem CR für einen Kunden, wo du sagst, wow, das war richtig ein geiles Erlebnis? ja, eigentlich sage ich jetzt mal, da ich meine diesbezüglich, das geilste Erlebnis war eigentlich ja ein CR von mir, ne? Also für mich. Ja. Weil ich sagte ja bereits, ich habe mich ja gerade im Bereich Finanzen gesperrt, was ging. Ja. Jetzt müssen wir so ein bisschen zeitlich takten, weil sonst wird das gar nicht so offensichtlich. Also wie gesagt, es ist relativ zügig nach meinem Einstieg bei der LCC ist ein CA für meine Finanzen gemacht worden. Völlig ausgeblockt von mir, weil ich es nicht zugelassen habe. Dann kam also im März 2018 bin ich bei der LCC angefangen. Im Mai 2018 bekomme ich Kenntnis davon, dass ich geerbt habe. Ja. Von einem Menschen, zu dem ich überhaupt keinen Bezug mehr hatte, was aber dazu kam, dass ich halt eben die Erblinie meiner Mutter angetreten bin. Und erst hieß es, ja, das sind so, also roundabout, irgendwas zwischen 25.000 und 40.000 Euro werden das wohl sein. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich denke, da bist du dann einen großen Batzen los, natürlich so. Ja. Aber was darunter lag, war immer noch dieses, du bist es nicht wert. Ja. Ich habe es also, lange Rede, also wirklich long story short, ich habe es geschafft, dass sich das ganze Erbverfahren von Mai bis Dezember zog. Es verschwanden Papiere, es tauchten mögliche Erben auf, die nicht geklärt werden konnten. Also volles Programm. Volles Programm Blockaden, volles Programm Blockaden. Und da sage ich wirklich, wenn sowas auftritt, und ich kann es auch wirklich nur jedem Klienten sagen, Leute, ihr habt kein Pech. Das ist kein Pech. Guckt mal bitte genau hin. Guckt mal hin, genau. Scheinwerfer an, guckt bei euch. Einmal bitte in den Spiegel schauen und sagen, was läuft da? Was läuft da? So, und dann, da war halt eben der Punkt erreicht. Und ich glaube, im Dezember dann, November oder Dezember, habe ich mich dann mit Ewald unterhalten. Und da sagt Ewald nur zu mir, so zwischen Tür und Angel, wie er halt ist, ach Britta, komm, lass los, das wird eh nichts mehr. Und hat damit genau den Punkt erreicht, dass ich aus dem Kampf ausstieg. Ich habe in dem Moment einfach nur akzeptiert, ja, wenn es nichts wird, dann wird es halt eben nichts. Dann kriegst du die 40.000 ja eben halt nicht. Am 7. Januar gucke ich auf mein Konto und finde dort den stolzen Betrag von 157.000 Euro vor. Geil. Gänsehaut. Ja? Gänsehaut. Ja. Da sind dann aus den ursprünglich nicht zu erreichenden 25.000 dann auf einmal die 6-fache Menge geworden. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Und seit diesem Tag habe ich keinen Tag mehr finanzielle Probleme gehabt. Sehr gut. Sehr gut. Weil an dem Tag habe ich einfach losgelassen. Ich habe den Kampf losgelassen. Ich habe die Finanzen losgelassen. Ich habe begriffen, da läuft doch schon ein CR. Die haben für dich doch finanzielle Fülle bestimmt. Was stellst du dich dagegen? Ja. Raus da, weg da. Na? Und es läuft. Wahnsinn. Ja, also ich habe mein Konto seitdem nie wieder unter 4-stellig gehabt. Nie wieder. Sehr gut. Meine Schulden sind bezahlt. Es kommt von allen Seiten. Es wird wirklich monatlich, täglich besser. Und wie gesagt, ich mache den CR-Master ja auch nicht hauptberuflich. Ne? Ja, du machst es ja nebenbei, genau. Ja, ich habe ja zig Projekte nebenbei. Ich habe meine Bücher nebenbei. Ich habe die Texterei nebenbei. Ich fliege ja über zigtausend Hochzeiten. Ich bin mittlerweile ausgebildete Hypnotiseurin, Blitz- und Show-Hypnotiseurin. Und das ist das Schöne am CR-Master. Du kannst ihn von überall machen, wo du ein Telefon hast. Das finde ich so geil. Ne? Also selbst am Strand, sage ich mal, kannst du das Gespräch führen mit deinen Kunden, ne? Und kannst dann energetisch auch mit reingehen. Ne? Ja, also du bist ja völlig frei. Ja.
Ne, egal wo du bist, weltweit, du brauchst im Endeffekt dieses erste wirkliche tolle Gespräch mit dem Klienten und kannst dann mit den anderen natürlich die neue Realität, die neue Tür, die wir die Klienten ja reinschubsen, bestimmen. Und das ist einfach nur, ja, gigantisch. Ja, also es Meine ist, liebe Britta. ja, und wie gesagt, ich bin jetzt total gespannt, weil es ist ja noch ein zweites CA für mich am Laufen. Damals aus der Ausbildung noch, da hat unsere Tia Geisler, die du ja sicherlich vielleicht sogar auch noch vorstellen willst, die hat seinerzeit für mich mein Traumhaus bestimmt. Ja, gehörte damals auch in den Bereich der Finanzen, ne, ganz klar. Wäre ja schön gewesen, aber ich bleib dann mal, ne, so. Ja. Und Jahresanfang jetzt diesen Jahres habe ich vorm Rechner gesessen und habe so ein bisschen vor mich hin meditiert, wie ich es ja gerne mal mache, wenn ich Texte erstelle, und mache die Augen zu und werde in einen Film katapultiert, der nur von meinem inneren Auge ablief, und sehe mich in diesem Haus. Und ich kann nicht malen, Susan, leider kann ich nicht malen. Ja. Sonst würde ich es aufmalen können, so deutlich waren die Bilder. Also wirklich wie mit der Videokamera durch dieses Haus gegangen. Ja, ich weiß, sehr geil. Dass in nächster Zeit das halt eben kommen wird. Und ich bin schon sehr gespannt. Und ich lasse es euch natürlich dann wissen, weil das... Definitiv. Also das wollen wir definitiv wieder verfolgen. Aber wir zwei sehen uns ja sowieso. Ja. Ne? Ja. Auf den Docs oder auf den Premiums. Und das auch noch dazu gesagt. Ne? Das LCC, was Ewald da geschaffen hat, das ist ja eine Riesengemeinschaft. Ja, das sind ja Zahnarzt, Verkäuferin, keine Ahnung. Wir sind ja alle zusammen im Team. Ja, alle auf Augenhöhe, und wir unterstützen uns da gegenseitig, auch unter uns Master. Wenn doch mal irgendwo was klemmt, dann gehen wir da eben mal rein. Und ich glaube, das ist auch diese Besonderheit, ja. Diese Vision, die wir da auch mitleben dürfen, dank Ewald, ja. Ja, ich meine, unsere Familie hat ein paar hundert Köpfe, ne? Das ist eben einfach so. Oder um es genau zu sagen, ein paar tausend, wenn ich alle die nehme, die natürlich schon in unserem Namen als Ausgebildete quer über die Welt fliegen, ja. Überleg mal, Johnny Robles, der jetzt irgendwo in, ich glaube, Spanien oder wo der jetzt mittlerweile sitzt, oder die ganzen, die halt eben schon die Botschaft weitertragen als Ausgebildete. Wir sind ja, im Grunde sind wir ja über die ganze Welt verstreut. Ja, definitiv. Also ich hatte in meiner CR-Master-Ausbildung ja auch aus der Schweiz Teilnehmer, ne? Aus Österreich. Also das ist schon, es ist einfach gigantisch, was es im Moment alles macht. Und ich freue mich auch einfach auf die Zeit, die noch kommt. Freue mich immer wieder, wenn die Optionen aufgehen und die Menschen dann dir früh morgens schon eine Nachricht schicken. Hey Susa, vielen lieben Dank nochmal, und das verändert sich gerade. Das ist einfach, also das macht ja auch mit dir selber immer wieder was, ja, wenn du siehst, was aufgeht. Ich kann mich daran erinnern, an das eine Baby, ne, wo sie der Mama gesagt haben, das kommt krank. Die war letztes Jahr auf dem Premium, ne? Hat man unser CR-Baby, genau. Eins von zwei CR-Babys in dem Jahr. Genau, und dieses Baby hatte ich tatsächlich dann, ich glaube, vor Weihnachten beim letzten Jog auf dem Arm, ja. Gesund und munter, und es kuschelte sich so in meinen Arm. Und ja, was soll ich sagen, da hast du einfach Gänsehaut, ja. Ja. Ja, und da warst du mit drin und da warst du mit beteiligt, und das ist Ja, das flasht immer wieder. Und ich sage ganz ehrlich, wenn du CR-Master, wenn du begriffen hast, dass CR immer, überall, sofort funktioniert, dann lebst du ja auch als CR-Master ein ganz anderes Leben. Oder, jetzt sei mal ganz ehrlich, hast du noch Parkplatzprobleme? Nee, gar nicht. Hey, meine Tochter, die wird auch richtig frech, ne? Mama, ich habe ein Date, es regnet. Ich wollte jetzt aber Fahrrad fahren mit meinem Date. Kannst du mal? Ja? Ja. Also sorry, Regen, wo ich bin, findet kein Regen statt. Ja. Und wir hatten das gestern wieder, ich hab so lachen müssen. Ich hatte gestern so einen kleinen Turn zu fahren, einkaufsseitig. Und es regnete per se immer nur dann, wenn ich entweder im Auto saß, im Geschäft war oder unterm Dach war.
Sehr gut. Und wenn ich dann meinen Einkaufswagen wegbrachte, dann kriegte sich das gerade so ein. Die Sonne, ne? Im Auto saß, im Auto fing das wieder an zu regnen. Also wenn du das einem Menschen erzählst, der das nicht erlebt hat, der sagt, du hast einen Knall. Ja. Nur genauso bin ich ja zum CR gekommen. Weil das, was Ewald ja so gern erzählt, diese Geschichte von wegen, er ist ja auch eigentlich mit Wetter angefangen. Ja. Ich habe das instinktiv schon weit vor der LCC gemacht. Genau. Ja, wir dürfen nicht vergessen, ich habe ja seit 2010 bis 2017 kein Auto mehr gehabt. Allerdings 3 Kinder und Einkäufe satt. Und es gab für mich immer unbewusst den Punkt, Blick aus dem Fenster, okay, Regen, kannst dich bitte jetzt mal verziehen, ich muss einkaufen. Ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht, es klappte immer. Und ich sage jetzt mal, extremsten Fall sogar so, dass ein Freund von mir keine 3 Kilometer von mir unterwegs war, auf mich zu und ich von meinem Heimatstandort weg. Ja. Und er sagte definitiv, dein Gewitter hat mich die ganze Strecke begleitet. Und ich sage, ich hatte kein Gewitter hier, wo ich bin. Wovon redest du eigentlich? Ja, genau. Und der kam hier an, der war plärrenass. Ja. Und als ich dann vom Einkaufen die Haustür wieder reinkam, die Tür fiel hinter mir zu und als hätte jemand wirklich oben den Hahn aufgedreht, fing das an zu plästern. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Nie. Bis Ewald dann auf einmal erzählte, ja, Wetter und hast du nicht gesehen. Ich so, stopp, Moment, was erzählt er da? Ja. So, und da habe ich gesagt, du willst jetzt einfach wissen, wie machst du es denn eigentlich? Weil ab dem Tag konnte ich es nicht mehr, weil ich mich viel zu sehr darauf konzentriert habe. Ja, so. Ja, ich glaube, dieses Loslassen ist auch wieder sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Und das empfehle ich auch immer diesen Klienten oder unseren Klienten. Ja, wenn bei mir eine Situation gerade schräg läuft, ja, dann bin ich zu sehr im Wollen. Ich will unbedingt, dass sich das ändert. Ja, und wenn du zu sehr im Wollen bist und gerade überhaupt nicht loslassen kannst, gib's ab. Gib's verdammt nochmal ab und es dreht sich. Und genau das ist ja das, was wir mit vielen, vielen anderen Herzmenschen dann auch für die Menschen tun, ja, also damit sich's wieder dreht, damit sich's wieder leicht und wundervoll anfühlen darf in deinem Leben, ne? Ja, ja, und das ist halt eben das, was du gerade sagst. Abgeben, loslassen. Ja. Und das ist das, was wir unseren Klienten ja auch bieten können. Wir übernehmen das Problem ja. Und ich sage den Klienten auch immer, komm, gib's mir. Gib's mir. Gib's mir, wir machen das für dich. Ja, na so. Und ich glaube, das ist für die Klienten auch, boah, da ist jemand, der das wirklich übernimmt. Und ich glaube, also ich habe in 2, 3 Fällen wirklich gehört, boah, das fühlt sich jetzt schon so viel leichter an. Und das ist dieser wichtigste Satz eigentlich, ja, dass die wieder in die Leichtigkeit kommen, dass sie nicht mehr erdrückt sind von ihrem momentanen Problem, dass sie aus dem Tunnelblick rauskommen. Weil ich sage den Klienten immer, ey, es gibt auch ohne CR mindestens einen Weg mehr, als du gerade siehst. Ja. Mit CR konnten es aber so 5 bis 50 sein. Ja. So. Und es ist egal, ob es gesundheitliche Dinge sind oder ob es finanzielle Dinge sind oder ob es rechtliche Sachen sind. Ich meine, es geht ja nichts, was nicht geht. Richtig. Das haben wir gelernt. Ja. Das haben wir wirklich gelernt. Ja, das stimmt. So, und alles ist offen, alles ist möglich. Ja, und das Schöne ist, wie gesagt, und ich sage auch immer, Leute, geht nicht, gibt's nicht. Aber wenn was scheinbar nicht geht, gibt's einen Grund. Also fehlgeschlagenes CA. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Es gibt keine Fehlschläge beim CA. Wenn etwas scheinbar nicht aufgeht, dann kommt was anderes. Ne? Dann löst sich gerade noch was anderes oder was anderes tut sich noch auf. Ne? Ja. CR ist ja im Endeffekt wirklich immer, wir schubsen ja in die neue Realität und es zeigt sich, was sich zeigen darf für die Person. Natürlich auch vom Unterbewusstsein her, was die Person selber anzieht. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Dass man da auch mit ansetzt. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, als CR-Master wirklich zu hinterfragen. Ja, was hast du schon erlebt? Wie kam es zu dem Zustand? Gerade bei Krankheiten gucke ich immer, okay, nach der Ursache und löse die Ursache auf.
Ja, also da bin ich immer sehr akribisch hinterher zu schauen, okay, ne, die und die Krankheit, die entsteht aus dem und dem Grund vom Körper her. Guck da schon auch auf Seelenthemen und das, die Ursache. Ne? Also oft gehen wir ja zum Arzt, nehmen irgendwelche Tabletten, ne, und es hilft einfach nicht, weil wir Ja, weil den es Symptom bekämpft wird. Ja, aber die Ursache, ja, die müssen wir aufheben. Und das machen wir halt im CR auch möglich. Was dann natürlich auch heißt, dass dann natürlich die Sachen auch kommen und diese nochmal beleuchtet werden dürfen. Also es ist nicht schnipp und weg, sondern die Klienten dürfen sich dann mit den Themen durchaus auch befassen und schnell loslassen. Aber es geht halt schneller, viel, viel schneller, wie wenn ich jahrelang zum Therapeuten, wie viele hatten wir schon, ne? Die in Depressionen waren, die schnipp und die es so sehr, sehr schnell auflösen durften für sich. Ne? Naja, klar, das ist es ja. Das ist ja das Geniale am CR. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, sage ich mal. Und ich erlebe es ja jetzt seit einem Jahr tagtäglich, ja, weil selbst wenn ich keine eigenen CRs stelle, bin ich ja dann doch bei den CR-Members mit dabei oder bei euch Kollegen immer dabei. Und unterstütze da und kriege ja unwahrscheinlich häufig einfach mit, auch von der Energie, wenn ich mich dann da reinfühle und bei den Kollegen dann, wenn du dann diese Freude spürst, ja, das ist ja, das fängt zum Teil ja schon vor dem eigentlichen CA-Termin an. Ja, der Master fängt an, die Option zu stellen und der Klient meldet sich und sagt, du, müssen wir das CA eigentlich überhaupt noch machen, weil das fängt jetzt gerade schon an, sich zu drehen. Auch da, natürlich fängt es schon an, sich zu drehen, weil der Master, der die Option stellt, hat ja den neuen Zustand im Grunde schon bestimmt. Ja? So ist es. Nur da würde ich dann, da sage ich dann auch, ja, wenn du stark genug bist, es alleine zu machen, dann kannst du es ja jetzt absagen. Ich würde es lassen, ich würde voll mit reingehen. Genau ich würde sagen, wir ziehen das jetzt durch. Genau und dann zeigt sich dann nochmal so eine Beschleunigung, sage ich mal. Das ist also ganz, ganz witzig. Und wenn die Klienten dann hinterher dann sagen, ja, das ist dann doch, also es wäre doch schwer geworden, wenn wir es nicht gemacht hätten. Das ist ja logisch, ja, deswegen machen wir es doch, weil es darf einfach gehen, es darf leicht gehen, ja. Genau, so ist es. Und wenn ich sehe, was hatten wir denn alles, Jobs, die vom Himmel gefallen sind, Wohnungen, die vom Himmel gefallen sind, Häuser, die vom Himmel gefallen sind, Räumungslagen, die sich in Luft auflösten. Ja. Also ich sag mal, manchmal komme ich mir vor wie bei Monopoly, ja. Bitte gehen Sie über los, ziehen Sie 4.000 € ein. Ziehen ein neues Ticket. Ja, genau. Ne? Es ist irre, was man da so den Tag über wirklich an Schicksalen drehen kann, ja. Und das macht mich auch unwahrscheinlich glücklich. Das ist einfach wundervoll, ja. Ja. In diesem Sinne ist ja eigentlich auch alles gesagt, was man dazu sagen kann. Also man sieht die Britta als Masterin und selbst CR-Nehmerin, sie brennt. Bei ihr hat sich sehr, sehr, sehr viel gedreht. Ich danke dir auch für deine ehrliche Auskunft über dich selber auch, dass du so deine Geschichte auch ein bisschen mit uns jetzt hier geteilt hast. Das ist echt wundervoll von dir. Ja, ich meine, sorry, ich bin überhaupt kein Freund davon, wie viele das machen, so nach dem Motto, ich bin so erfolgreich und ich war es schon immer. Nein, wer wirklich erfolgreich ist und wenn du dir Biografien durchliest, die sind alle erst einmal durch die Scheiße gefallen. Das ist so. Ja. Und wenn du es dann begriffen hast, dann gibt es aber auch keinen Weg am Erfolg mehr vorbei. Richtig, genau so ist es. Weil dann kannst du machen, was du willst. Du wirst erfolgreich. Es ist egal, in welchen Topf du packst, es kommt Gold raus. Es ist so. Ja. Wenn du selber auf deinem Weg bist, wenn du deine Berufung gefunden hast, wenn du sie lebst. Und vor allen Dingen auch, wenn du dich lebst. Wie viele Leute leben sich nicht selbst? Guck dich an. Auch du im letzten Jahr hast dich total gedreht, ja? Ja. So. Definitiv. Ja gut, mein Motto ist ja auch, ne, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, und genau das sollte jeder Mensch sich selber sorgst. Das sollte sich jeder Mensch zum Motto machen. Sei es dir wert, verdammt. Das ist immer mein Satz. Sei es dir wert. Sei es dir wert. Sei es dir wert.
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Abschlusssatz, meine liebe Britta. Seid es euch wert. Lernt uns kennen, besucht uns mal auf dem Doc, lernt uns persönlich kennen oder hier im Video. Und damit wünschen wir euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Interview. Vielen lieben Dank nochmal, liebe Britta. Gerne. Danke dir für deine Zeit, liebe Susanne. Ich danke dir.